Willkommen bei J-Point Systems zu einer weiteren Folge unserer Retro-Bastelei. Da bin ich wieder. Was ist passiert? Ich hatte Sehnsucht. Na, nicht ganz, aber irgendwie hat's mich wieder in den Fingern gejuckt, ein bisschen herumzuschrauben. Und ihr seid schuld. Zumindest teilweise. Denn unter den Videos und Cross-Postings tauchten vereinzelt Kommentare auf, dass man in meiner Projektreihe AMD vermisst. Ja, stimmt. Mit Ausnahme des Supersockel 7 Systems habe ich bisher ausschließlich Intel-Plattformen verwendet. Doch nicht, weil ich ein Fanboy bin, sondern weil ich die wilde Achterbahnfahrt des Halbleiterriesen aus Santa Clara insgesamt ein bisschen spannender fand. Und immerhin, so fair muss man sein, habe ich die parallelen Entwicklungen von AMD in meinen Erzählungen meist grob umrissen. Aber das ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn man die Hardware hier live und in Farbe auf dem Tisch hat. Also habe ich überlegt. Einerseits wurden die technischen Entwicklungen der späten 90er bis Ende der 2000er im Wesentlichen schon skizziert, andererseits macht mir der ganze Kram ja auch Spaß und Lust habe ich schon. Aber mittlerweile ist das ja doch ein recht teures Hobby geworden. Was folgte, war ein innerer Schlagabtausch zwischen Gut und Böse und am Ende sagte ich mir, Mensch Jürgen, du kannst nicht schon wieder so einen Haufen Geld für alten Scheiß ausgeben. Und die Vernunft hätte fast gewonnen. Da ich aber nicht Jürgen heiße, sitzen wir nun wieder hier und machen heute eine Zeitreise in das Jahr 2002, konkret ins erste Quartal des Jahres und basteln uns heute ein High-End-System zusammen. Warum ausgerechnet Anfang 2002? Warum nicht erstmal den ersten K7 und überhaupt? Dazu sage ich später noch was. Ich muss ohnehin schauen, dass ich mich mal wieder ein bisschen zusammenreiß, nachdem die Folgen stetig länger und der Informationsgehalt immer dichter wurden. Ja, hier gibt's nun mal kein oberflächliches Gelaber, sondern ausführliche Deep Dives. Da das heutige Video eher der Vervollständigung dient, dürften wir heute wieder eine konsumfreundlichere Laufzeit erreichen. Also, genug Geplänkel, kommen wir direkt zur Hardware. Und wir starten wie immer mit dem Mainboard. Wir haben hier eine schöne Sockel 462 bzw. Sockel A-Platine, die im März 2002 auf den Markt kam und seinerzeit mit zu den Spitzenbrettern gehörte. Ein Asus A7 V333 mit VIA-KT-Chipsatz und ziemlich brauchbarer Ausstattung. Das Board verfügt über 1x AGP Pro, 5x PCI und 3 DIMM-Slots, unterstützt DDR-RAM bis 333 MHz und bringt Onboard-RAID mit. Optisch macht die Platine einen einwandfreien Eindruck und auch die Kondensatoren sehen gut aus, was aber wie immer nichts heißen muss. Ich hatte zwischendurch nämlich schon 2 weitere Bretter in der Hand und die sahen auch toll aus, sind aber reproduzierbar abgeschmiert. Grundsätzlich gilt, erst wenn das Kaltstartverhalten normal ist und das System unter synthetischer Volllast stabil bleibt, kann man davon ausgehen, dass das Board noch gesund ist. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Service-Hinweis, schließlich sollt ihr ja wieder was lernen. Idealerweise sollte man alte Hardware einmal im Jahr eine halbe Stunde in Betrieb nehmen, damit sich die Oxidschicht in den Elektrolytkondensatoren regenerieren kann. Dadurch altern die Elkos deutlich langsamer und bleiben länger stabil. Dann kommen wir zum Herzstück unseres Systems und greifen hierzu auf eine der schnellsten, wenn nicht sogar die schnellste CPU zurück, die es im März 2002 fürs Gaming gab. Ein AMD Athlon XP 2100 Plus mit Palomino-Kern. Der Prozessor taktet mit 1,73 GHz, verfügt über 256 KB Level 2 Cache und bringt gegenüber dem Thunderbird neben SSE einige architektonische Verbesserungen mit. Bei unserer CPU handelt es sich nicht nur um das Topmodell der ersten Athlon XP-Generation, sondern auch um den vorerst letzten großen Höhenflug von AMD, bevor Intels Northwood die Performance-Krone wieder an sich riss. Doch dazu später mehr. Die Kühllösung ist ausnahmsweise irgendein neumodischer Tand, nachdem zeitgenössische Kühler mittlerweile entweder ziemlich verrammelt sind oder den thermischen Ansprüchen einfach nicht genügen. Marke? Unbekannt, sieht aber ganz brauchbar aus und den gab es zum Board dazu. Allerdings habe ich den spieligen Originallüfter ausgetauscht und die Halteklammern stammen aus einem alten kaputten Arctic Cooling Copper. Denn ich fühle mich deutlich wohler, wenn sich die Zugkräfte auf mehrere Retention-Tabs verteilen, statt auf einem, weil die Dinger nach über 20 Jahren im Zweifel spröde wie Knäckebrot sind.
In einen High-End-PC von Anfang 2002 gehört selbstverständlich nichts Geringeres rein als eine Nvidia GeForce 4 Ti 4600. Schließlich gab es damals nichts Besseres. Allerdings ist diese Grafikkarte auf dem Gebrauchtmarkt immer seltener anzutreffen und wenn man nicht gerade zufällig eine Auktion erwischt, wird sie zu absurden Preisen angeboten. Da ich aber weder warten möchte, noch bereit bin, den Goldgräbern teils mehrere hundert Euro für eine alberne Grafikkarte hinterherzuwerfen und die Leute ruhig auf ihrem überteuerten Zeug sitzen bleiben sollen, gibt es stattdessen einen pragmatischen Kompromiss in Form einer Nvidia Quattro 4 980 XGL, die deutlich günstiger zu haben war. Unsere Karte basiert auf der späteren NV28-Revision und ist ein CAD-optimierter Workstation-Ableger der GeForce 4 Ti 4800, die im Kern nichts anderes ist als eine GeForce 4 Ti 4600 mit 8-fach AGP. Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber im Grunde genommen ist es halt genau das. Die Taktraten sowie die 128 MB Speicher sind identisch und da unser Board nur 4-fach AGP unterstützt, ist der Unterschied beim Gaming praktisch null. Selbst optisch entspricht die Karte dem Referenzdesign. Und ob da nun GeForce oder Quattro auf dem Kühler steht, ist mir herzlich egal. Der Arbeitsspeicher ist zwar gewöhnliches Wald- und Wiesenzeug, aber trotzdem nahezu State of the Art dieser Tage. Wir verwenden hier 2x256 MB DDR-RAM von Infineon, der einseitig bestückt ist und einen Frontside-Bus von bis zu 266 MHz unterstützt. Und mehr gibt's da im Moment nicht zu sagen. Die Festplatte ist ebenfalls nichts Besonderes und wir greifen auf eine Western Digital WD800 mit 80 GB und PATA-Schnittstelle zurück. Eine WD400 mit 40 GB wie in unserem Aldi-PC oder Netburst Rambus Totalschaden dürfte hier schon an ihre Grenzen stoßen. Das Netzteil ist ein Be Quiet E5 mit 450 Watt. Eigentlich wollte ich der lieben Standardisierung zuliebe wieder einen E6 haben, hab beim Kauf aber nicht richtig aufgepasst. Macht aber nix. Das gute Stück liefert auf der 3,3 und 5 Volt Leitung jeweils 30 Ampere, schafft kombiniert 160 Watt und das ist für unseren heutigen Aufbau auch bitter nötig. Denn während sich Intel-Systeme bis einschließlich Pentium 3 dort mit weniger als 100 Watt begnügen und der Pentium 4 seinen Saft bereits aus der 12 Volt Rail zieht, brauchen Sockel-A-Systeme da noch richtig Power. Grund dafür ist die ältere VRM-Topologie des K7-Designs, dessen Konzept erst später angepasst und schließlich mit der Einführung des Athlon 64 einheitlich auf 12 Volt umgestellt wurde. Dann kommen wir abschließend zum Gehäuse, welches man lieben oder hassen kann. Ein Aerocool Quantum Mesh V3. Eigentlich wollte ich hier nochmal das V2 verwenden, allerdings war das nicht mehr lieferbar. Der einzige Unterschied ist, dass die RGB-Beleuchtung jetzt nicht mehr fix ist und sich ändern oder abschalten lässt. Ja, ich weiß, das Gehäuse ist für manche der Untergang des Abendlandes, doch bei einem effektiven Neupreis von 19 Euro pro Stück war das Ding wieder ein absoluter No-Brainer. Immerhin muss ich im Gegensatz zu den beigen Klötzer nichts aufbereiten, kann die Kabel sauber verstecken und bekomme ordentlichen Airflow, den die alte Hardware dankend annimmt. Insbesondere die Elcos und VRMs, die sonst fröhlich vor sich hinbrutzeln würden. Und ganz nebenbei kann ich jederzeit das Innenleben bewundern. Mir persönlich geht es hier nicht um die Optik, sondern um die technische und zeitliche Kohärenz der einzelnen Komponenten, die das jeweilige Jahr angemessen repräsentieren. Und andere machen Authentizität eben an vergilbten Kästen fest. Und beides ist völlig in Ordnung. An dieser Stelle sei gesagt, Retro ist kein Dogma, Retro ist ein Hobby. Und in einem Hobby geht es für gewöhnlich darum, Freude an der Sache zu haben und da gibt es nun mal kein richtig oder falsch. Auch wenn manch einer da draußen glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Gut, dann machen wir uns jetzt an den Zusammenbau. Unser Mainboard steht stellvertretend für die dritte Evolutionsstufe des Sockel A. Die ersten Platinen kamen im Jahr 2000 auf den Markt, unterstützten AMDs Thunderbird und Duron und waren grundsolide.
2001 erschien die zweite Garde, bot erstmals DDR-RAM-Support und legte später, dank eines komplett überarbeiteten Speichercontrollers, einen deutlichen Effizienzsprung hin. Unser A7V333 markiert nun die dritte Ausbaustufe. Es war bereits auf den kommenden T-Bread ausgelegt, beherrschte schnelleren Arbeitsspeicher und brachte darüber hinaus einige Verbesserungen mit. Insbesondere die Spannungsversorgung wurde durch bessere Komponenten und ein elektrisch saubereres Design massiv aufgewertet. Ein besonderes Feature war die CPU Overheat Protection, womit endlich die interne Temperaturdiode des Prozessors ausgelesen wurde und nicht mehr der Sensor im Sockel. Zwar gab es vorher schon Ansätze für ähnliche Schutzfunktionen, aber die waren dermaßen ungenau und träge, dass die CPU oft schon gegrillt war, bevor das System überhaupt reagieren konnte. Heute unvorstellbar, aber beim Thunderbird und den frühen Athlon XPs war das damals tatsächlich ein Thema. Denn sie verfügten über keinerlei eigene Schutzschaltungen wie die Intel-Prozessoren und waren deshalb vollständig auf die Fähigkeiten des Mainboards angewiesen. Wir verwenden hier also eines der ausgereiftesten Sockel-A-Boards seiner Zeit und der Preis für dieses Schmuckstück lag bei ungefähr 190 €. Der Athlon XP erblickte im Oktober 2001 das Licht der Welt und startete zunächst mit Taktraten von 1,33 bis 1,53 GHz. Da das im Marketing allerdings nicht mehr besonders sexy wirkte, kramte AMD das Performance-Rating wieder hervor, welches man zuletzt beim K5 sehr offensiv eingesetzt hatte. Damit wollte man zum einen die Megahertz-Fixierung des klassischen Prospektkäufers aufbrechen, zum anderen die tatsächliche Leistung besser sichtbar machen. So wurde beispielsweise das 1,53 GHz Modell als Athlon XP 1800 Plus angeboten, um eine Performance auf dem Niveau eines fiktiven 1,8 GHz Äquivalents zu suggerieren. Selbstverständlich bezog man sich dabei offiziell auf den Thunderbird, um das neue Modell in Relation zur eigenen Vorgängergeneration zu setzen. Doch es war ein offenes Geheimnis, dass man damit eigentlich in Richtung Intel schielte. Doch in der Praxis lag der Athlon XP häufig sogar über seinem eigenen Rating. Gerade in Spielen, die von einer starken FPU und kurzen Pipelines profitierten, war der Athlon XP 1800 Plus eher auf dem Niveau eines Pentium 4 mit 2 GHz unterwegs. Klingt also alles nach einem echten Volltreffer, doch es gab ein kleines Problem. Aufgrund der 180 Nanometer Fertigung und der vergleichsweise hohen Leistungsdichte stieß der Prozessor thermisch schnell an seine Grenzen. Viel Spielraum nach oben gab es nicht mehr. Unser 2100 Plus kommt bereits auf eine TDP von 72 Watt und erreichte damit sein Limit. Da soll nochmal einer sagen, nur Intels Willamette sei ein Hitzkopf gewesen. Damit ist der Palomino ein klassischer Übergangsprozessor. Wichtig für das Debüt, aber technisch schon am Ende, bevor er überhaupt richtig durchstarten konnte. Preislich lag der Athlon XP zur Einführung je nach Ausführung umgerechnet zwischen 180 und 310 €, während unser Topmodell 5 Monate später 360 € kostete. Der von uns verwendete Arbeitsspeicher war Anfang 2002 der Maßstab für Enthusiasten. Während 256 MB allmählich zum neuen Standard wurden, waren 512 MB der neue Luxus. Wer damals ebenfalls ganz oben mitspielen wollte, musste in etwa 260 € dafür berappen. Vielleicht fragt sich an dieser Stelle der eine oder andere, warum wir hier 266 und keine 333 MHz Module verwenden. Einerseits waren 333er-Riegel seinerzeit spärlich verfügbar, andererseits hat das handfeste technische Gründe. Doch dazu sage ich später noch was. Die GeForce 4-Serie kam im ersten Quartal 2002 auf den Markt und galt als echtes Meisterwerk. Allerdings sorgte die Namensgebung anfangs für Verwirrung. Denn neben den Titanium-Modellen gab es für den Pöbel die günstigen MX-Karten und damit den ersten wirklich prominenten Etikettenschwindel.
Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine abgespeckte TI-Version, sondern um eine aufgebohrte GeForce 2, die deutlich langsamer war und auch kein DirectX 8 beherrschte, obwohl der Name genau das vermuten ließ. Deshalb griffen Enthusiasten zur High-End-Riege, die es anfangs in 3 verschiedenen Ausführungen gab. An der Spitze stand die GeForce 4 Ti 4600, gefolgt von der Ti 4400 und Ti 4200 mit jeweils niedrigeren Taktraten. Während das Topmodell alles in den Schatten stellte, was man bis dahin kannte, avancierte der kleinste Ableger binnen kürzester Zeit zum absoluten Preis-Leistungskracher, fand unter Spielern eine weite Verbreitung und wurde so zum heimlichen Star der Serie. Doch dazu kommen wir nachher. Wer das neue Flaggschiff damals sein eigen nennen wollte, musste um die 600 € auf den Tisch legen. Die kleineren Varianten waren dagegen für ca. 450 bzw. 320 € zu haben. Unser High-End-Haufen ist nun fertig und ich habe gerade nochmal in meinen Erinnerungen nachgezählt. Das dürfte heute das 5. Sockel-A-System sein, welches ich je zusammengebaut habe und das allererste für meinen eigenen Gebrauch. Zwar weiß ich, was mich hier im Großen und Ganzen erwartet, aber trotzdem freue ich mich wie ein kleines Kind darauf. Ja, Männer werden maximal 12, danach wachsen sie nur noch. Ich stecke mal alles an und dann schauen wir mal. Die Lüfter surren schon mal. Schaut gut aus. Stimmt, hier kann ich ja die Farbmodi der Lüfter wechseln. Was haben wir denn Schönes? Ja, das Übliche halt. Gut, dann richte ich mir noch alles gescheit her und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Dalle, dann kommen wir zur Installation des Betriebssystems. Während unser NetBurst Rambus Totalschaden noch mit Windows Millennium ausgestattet wurde, verwenden wir heute Windows XP Professional in der ersten Retail-Version, ohne Service Packs oder anderes Gedöns. Windows XP kam im Oktober 2001 raus und passt damit historisch perfekt zu unserem Build. Willkommen beim ersten Start von Windows XP. Ich bin ja mal gespannt, ob Windows XP einen Treiber für unser C-Media Onboard Soundchip mitbringt. Wenn ja, dann hören wir gleich die legendäre Welcome Music und wenn nicht, haben wir eben Pech gehabt. Schade, wie Sie hören, hören Sie nichts. Und dann klicke ich das hier mal schnell durch.
So, meine 3 treuen Zuschauer kennen den Ablauf. Wir schauen einmal in den Gerätemanager und aktivieren den DMA-Modus. Falsche Baustelle. Wie man sieht, ist er schon aktiv. Dann richte ich mir erstmal wieder alles ein und dann sehen wir uns später wieder. Einige Tage später. Willkommen zum zweiten Start von Windows XP. Soweit lief alles glatt, allerdings gab es zwischenzeitlich eine kleine Änderung an der Hardware, konkret am Netzteil, aber dazu sage ich gleich noch was. Der Grafikkartenlüfter ist ein bisschen noisy, aber so weiß ich wenigstens, dass der noch läuft. Ich habe das Lager ein bisschen mit ATF4 eingesetzt und damit dürfte das noch eine Weile seinen Dienst tun. Jetzt hacke ich erstmal wieder mein Hochsicherheitskennwort ein. Dann legen wir sofort mit den Benchmarks los und starten mit dem 3D Mark 99 Max als Aufwärmübung. Übrigens habe ich den PC im Rahmen der Einrichtung auf Herz und Nieren gequält und festgestellt, dass das bisher die heißeste Kiste in unserer Projektreihe ist. Die CPU erreicht trotz Undervolting auf 1,7 Volt und gescheitem Airflow nach einer halben Stunde synthetischer Dauerlast knapp 72 Grad. Zwar bewegt sich das im üblichen Rahmen, tendenziell sogar noch am unteren Ende des Spektrums, doch im Vergleich zu unseren bisherigen Systemen ist das schon eine ordentliche Hausnummer. Ich habe im zweiten Run mal eine Oldschool-Gehäusesimulation durchgeführt und dazu die RGB-Lüfter abgeklemmt, oben den Deckel und vorne das Mesh abgedeckt und den Burn-In-Test nochmal laufen lassen. Long story short, nach nicht einmal 10 Minuten schaltete das System ab, weil die CPU über 85 Grad erreicht hat. Nach dieser anekdotischen Evidenz sollte man sich zumindest beim Palomino und ähnlichen Heizplatten gut überlegen, ob man die Dinger wirklich in einen alten Blechkasten packen will. Ach so, die Grafikkarte aus unserem Netburst Rambus Totalschaden wurde schon fleißig getestet und bespielt und der Frame Counter wird bei den Vergleichstiteln einfach wieder eingeblendet. Dann lassen wir das hier mal durchlaufen. Am nächsten Tag. Sodala! Die Benchmarks sind durchgelaufen und dann schauen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen mal an. Ich weiß, die Benchmarks sind der trockenste Teil des Videos, aber das gehört einfach dazu. Doch heute können wir das Kapitel staccatoartig abhandeln, weil es nicht so wahnsinnig viel zu sehen gibt. Wir beginnen mit dem 3D Mark 99 Max und erinnern uns an Folge 4. Wir hatten mit unserem Pentium 4 Willamette und unserer GeForce 3 Ti 200 etwas über 9200 3D Marks, knapp 21.500 CPU Marks und das war insgesamt, nennen wir es mal traurig. Stecken wir unsere abgespeckte GeForce 3 in unser Athlon XP-System, schaffen wir gut 20% mehr bzw. beinahe 11.400 Zähler und die CPU-Marks legen deutlich zu und knacken sogar die Marke von 30.000 Punkten. Letzteres sieht zwar beeindruckend aus, doch wie wir bereits wissen, ist das praktisch irrelevant. Mit unserer GeForce 4 im Quattro-Gewand werden noch einmal 15% draufgelegt und gut 13.200 3D Marks erreicht. Jedoch ist die Aussagekraft des Benchmarks bei dieser Hardware mittlerweile stark begrenzt und taugt letztlich nur als Randnotiz. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten, dem 3D Mark 2000, und hatten mit unserem kurzweiligen Exoten immerhin 8.300 Punkte. In unserer Sockel-A-Plattform kredenzt uns die gleiche Grafikkarte nun einen Score von 8.700, was einer Steigerung von vielleicht 5% entspricht, wenn überhaupt. Die Quattro 4 liefert hingegen mit locker 11.600 3D Marks zwar gut ein Drittel mehr, allerdings sind diese Werte mit allergrößter Vorsicht zu genießen, weil ich nicht weiß, ob uns hier nicht vielleicht das NT-basierende Betriebssystem einen Streich spielt. Denn beispielsweise wurden bei meinem Retro-Notebook unter Windows 2000 die Werte gegenüber Windows 98 und ME dermaßen verzerrt, dass man die Zahlen getrost vergessen konnte. Drum habe ich das hier mit einem Sternchen markiert und verbuche das rein vorsorglich unter Benchmark-Folklore.
Weiter geht's mit dem 3D Mark 2001 SE und damit wohl zum interessantesten Benchmark in dieser Runde, der die Realität am ehesten abbildet. Unser Netburst Rambus Totalschaden erreichte mit Mühe und Not 6300 Zähler und zeigte ganz eindrucksvoll, ja, was eigentlich? Die Sinnlosigkeit der gesamten Plattform. Verfrachten wir den kleinsten GeForce 3 Ableger ins neue System, haben wir so ziemlich 10% mehr Power und nähern uns der 7000er Marke. Im Folgenden greife ich noch ein paar Vergleichswerte aus dem World Wide Web auf, um zu schauen, ob wir hier im Rahmen liegen oder völlig daneben. An dieser Stelle ein großes Shoutout an Computerbase, deren historische Tests auch heute noch frei zugänglich sind. AnandTech ist ja mittlerweile Geschichte, andere ältere Publikationen bröckeln ebenfalls so langsam vor sich hin und umso dankbarer bin ich, dass es heute noch ein paar Seiten gibt, auf denen all das noch aufrufbar ist. Die werten Damen und Herren von Computerbase setzten in ihren damaligen Tests ebenfalls auf ein Sockel-A-System mit einem Athlon XP 2100 Plus mit Palomino-Kern und dienen damit als perfekte Vergleichsbasis. Der guten Ordnung halber beginnen wir mit der Ur-GeForce 3 und schließen damit die Lücke zu unserer kleinen Sparversion. Mit 7600 Punkten werden dem Original rund 10% mehr Leistung bescheinigt und das bestätigt genau das, was ich seinerzeit in Folge 4 gesagt habe. Weiter geht's mit der GeForce 4 Ti und wir starten mit dem kleinsten Modell, der 4200. Gut 9400 3D Marks sind schon ein spürbarer Sprung und zeigen, was in den neuen Modellen steckt. Die höher getaktete 4400 legt eine kleine Schippe obendrauf und liefert mit 10.100 Zählern noch ein bisschen mehr ab. Last but not least das Flaggschiff, die GeForce 4 Ti 4600. 10.500 Punkte sind die neue Bestmarke, an der sich andere Karten fortan messen mussten. Und was ist nun mit unserem Profi-Substitut? Bis auf Messtoleranzen erreicht unsere Quattro 4 980 XGL den gleichen Wert. Zwar war die GeForce 4 Ti 4600 damals das absolute Spitzenmodell, allerdings sieht man hier sehr deutlich, dass die Grafikkarte hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Damit zeigt sich ein Phänomen, das wir schon in den vorangegangenen Videos beobachten konnten und das sich bis weit in die späten 2000er zog. Die Top-Grafikkarten wurden seinerzeit praktisch immer von der CPU limitiert, ganz egal welchen Prozessor man verbaut hat. Selbst spätere Ausbaustufen derselben CPU-Familie konnten die Grafikkarten oft nicht voll auslasten. Das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau, denn man darf nicht vergessen, dass sich nur die wenigsten Spieler wirklich High-End-Hardware gekauft haben. Die allermeisten griffen ein oder zwei Fächer tiefer ins Regal und wurden damit genauso glücklich. Und genau deshalb verkaufte sich die GeForce 4 Ti 4200 wie geschnitten Brot. Sie lieferte selbst in höheren Auflösungen mehr als genug Power, war deutlich günstiger zu haben und ließ sich sogar recht gut übertakten. Der Unterschied gegenüber dem Dickschiff war in den Benchmarks zwar sichtbar, doch im Spielalltag verschwindend gering, womit wir wieder beim Thema wären. Benchmarks sind Benchmarks und Spiele sind Spiele. Dann werfen wir noch einen Blick auf SI Software Sandra 2002 Professional und beginnen mit dem Arithmetik-Benchmark. Während der Athlon XP im Drystone klar in Führung geht, fällt die Differenz im Whetstone eher moderat aus. Dabei dürften erneut die Befehlssatzerweiterungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Da es sich hierbei um theoretische Benchmarks handelt, ihr kennt meine Predigt dazu. Da es sich um synthetische Benchmarks handelt, ist die Aussagekraft eher begrenzt und die Ergebnisse lassen sich nicht 1:1 in die Praxis übertragen. Im Multimedia-Benchmark sieht die Sache kaum anders aus und unser Palomino zeigt dem Willamette, wo der Hammer hängt. Nur zur Erinnerung, beide Prozessoren takten mit ca. 1,7 GHz. Klar, auch hier machen sich die zusätzlichen Instruction-Features bemerkbar, doch der IPC-Vorteil vom Athlon XP lässt sich hier nicht wegdiskutieren. Das heißt, unser 2100 Plus schafft bei gleichem Takt mehr Arbeit als der Pentium 4, der sich seine Leistung über höhere Frequenzen erkauft. Zum Abschluss gucken wir noch auf die Speicherbandbreite und da sieht alles gut aus. In Folge 4 konnten wir mit RD-RAM knapp 2,4 GB pro Sekunde bewundern und heute erreichen wir mit unserem Doppelpack DDR-RAM um die 1,9 GB pro Sekunde. Für den geneigten Bastler scheint das auf den ersten Blick recht wenig, doch das hat schon seine Richtigkeit. Denn während beim Pentium 4 mittels Quad-Pumping 4 Datenpakete pro Takt durch die Leitung geschickt werden, blieb es beim Athlon XP bei 2 Datenpaketen pro Zyklus. Mehr Speicherbandbreite kann die CPU architekturbedingt also gar nicht verarbeiten. Deshalb blieb Dual Channel beim Athlon XP eher ein theoretisches Konstrukt und spielte praktisch keine Rolle.
auch wenn etwa Enforce 2 Boards dieses Feature unterstützten. Dann beantworten wir noch geschwind die Gretchenfrage, warum wir trotz 333er DDR-RAM-Support nur 266 MHz Module verwenden. Nun, unsere Palomino-CPU unterstützt einen Frontside-Bus von 133 bzw. effektiv 266 MHz. Wenn wir den Speicher nun schneller betreiben, laufen CPU und RAM asynchron, was am Ende des Tages Latenz kostet und den Geschwindigkeitsvorteil wieder vernichtet. Ein Verhältnis von 1:1 ist hingegen optimal und der Grund für unsere Auswahl. Und nach diesem kleinen Reim schließe ich mal wieder alles und dann kommen wir noch kurz zum Netzteil, weil ich beim Testing auf ein kleines Problem gestoßen bin. Da das bei allen Sockel-A-Boards ohne ATX 12V-Stecker ein Thema ist, möchte ich kurz darauf eingehen. Wie wir bereits wissen, brauchen wir auf der 5V-Leitung richtig Power, weil unser Athlon XP locker doppelt so viel Ampere zieht wie der Pentium 123 aus unseren vorangegangenen Videos. In manchen synthetischen Volllastszenarien ist nun die Spannung teilweise auf 4,75 Volt eingebrochen. Um einen Defekt oder Altersschwäche auszuschließen, habe ich mich einem anderen Netzteil bedient und da war dieses Verhalten reproduzierbar. Zwar lief die Kiste durchweg stabil und die Spannung lag gerade so noch innerhalb der ATX-Spezifikation, trotzdem ist das auf Dauer ungesund, weil das mehr Stress für die Spannungswandler und Elkos bedeutet. Doch das ist nicht das Einzige. Denn während die 5V-Leitung am unteren Ende der Kotzgrenze arbeitet, schießt die 12V-Leitung ins andere Extrem und erreicht 12,6 Volt. Doch warum ist das jetzt so? Nun, alle bisher verwendeten Netzteile in unserer Retrobastelei haben eines gemeinsam. Es sind gruppenregulierte ATX2-Netzteile, die auf eine 12V dominierte Versorgung ausgelegt sind. Und da die 5V-Leitung einbricht, während die 12V-Schiene praktisch leer läuft, gerät der gemeinsame Regelkreis in ein Dilemma. Er kann die Spannung nicht weiter stützen, ohne dass die 12V-Schiene völlig aus der Kurve fliegt. Um das zu umgehen, habe ich mir eine Arme-Leute-Lösung gebastelt und einen 3-Ohm-Widerstand auf einen Kühlkörper geschraubt und per Molex an 12 Volt gesteckt. Das sorgte zwar für ein bisschen Ausgleich, aber vermutlich müsste ich mir mindestens 3 von den Dingern reinhängen, um die Spannung ausreichend nach oben zu drücken, was angesichts der Hitzeentwicklung, thermisch schwierig ist. Also musste ein anderes Netzteil her und ich stand vor der Wahl. Entweder ein 25 Jahre altes ATX1-Netzteil, das im Zweifel einer tickenden Zeitbombe gleichkommt, oder ein neueres DC-DC-Netzteil, das auf 3,3 und 5 Volt nur noch homöopathische Ströme liefert. Also habe ich mich hingesetzt, die Maximalverbräuche der einzelnen Komponenten ermittelt und daraus den theoretischen Primärbedarf errechnet. Und nun steckt hier ein Be Quiet Straight Power 10 mit 700 Watt drinnen, welches auf der 3,3 und 5 Volt Leitung jeweils 25 Ampere liefert und kombiniert 150 Watt schafft. Das entspricht so ziemlich dem Maximum, was heute noch zu finden ist. Auf dem Papier ist das zwar relativ knapp, doch in der Praxis geht sich das locker aus. Und was ist jetzt das Geheimnis? Nun, DC-DC-Netzteile erzeugen die 3,3 und 5 Volt über eigene Step-Down-Wandler direkt aus der 12 Volt Leitung. Das heißt, diese Crossload-Problematik gibt es hier nicht mehr und die Spannungen bleiben unabhängig voneinander auf allen Schienen stabil. Wer sich also ein Sockel-A-System aufbauen will, sollte das im Hinterkopf haben und im Zweifel zu einem starken DC-DC-Netzteil greifen. Nach diesem kleinen Exkurs kommen wir nun zu den Spieletests und schauen uns noch die Real-Life-Performance an. Dazu öffnen wir erst einmal wieder Fraps. Und da wir einen Vergleich zu unserem Netburst Rambus Totalschaden ziehen wollen, greifen wir hier 2 Vergleichskandidaten auf und beginnen mit GTA 3. Wir schauen erst einmal wieder in die Optionen. Es ist alles voll aufgedreht und wir fahren nochmal in 1024 x 768 und 32 Bit durch Liberty City. Sorgen noch für schönes Wetter und dann schauen wir mal. Die Framerate sieht schon mal richtig gut aus, aber es gibt Grund zur Beanstandung. Doch jetzt jagen wir uns erstmal einen fahrbaren Untersatz.
Da hat man es gerade noch mal kurz gesehen und für alle, die nicht aufgepasst haben, das kommt bestimmt gleich nochmal. Ansonsten haben wir mit unserem GeForce 4 Ti-Äquivalent gut 50% mehr Frames und dafür, dass es sich im Grunde genommen um eine aufgebohrte GeForce 3 handelt, ist das schon ziemlich sportlich. Ja, zugegebenermaßen ist das eine sehr simplifizierte Darstellung, doch die Karte basiert letztlich auf der gleichen Architektur und ginge nach heutigen Maßstäben als Refresh durch. Da vorne sieht man es nochmal. Wir haben ein paar blaue Flächen auf der Straße und teilweise laden die Texturen nicht schnell genug. Doch das liegt weder an unserer Quattro noch an irgendeiner Fehlkonfiguration, sondern unsere Kiste ist einfach zu schnell für GTA 3. So paradox es klingt, doch unsere Grafikkarte liefert die Bilder schneller, als sie die Renderware Engine streamen kann. Normalerweise kennt man ein solches Verhalten von lahmarschigen Low-Budget-Krücken mit 64-bittigem Speicherinterface, doch bei diesem Titel funktioniert das auch in die andere Richtung. In solchen Fällen schraubt man entweder die Auflösung nach oben oder aktiviert den Frame-Limiter. Da beides unseren Vergleich verfälschen würde, verzichten wir darauf und stiften jetzt noch ein bisschen Chaos. Ich höre den Heli, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Ja, das FBI kommt wohl nicht und dann beenden wir das mal wieder. Dann wenden wir uns dem nächsten Vergleichstitel zu, den man auch schon so langsam kennen dürfte. Need for Speed. Allerdings nicht High Stakes, nachdem dort letztes Mal bei 64 Frames Feierabend war, sondern der 6. Teil Hot Pursuit 2. EA Games. Wir werfen einen Blick auf die Grafikeinstellungen. 1024er Auflösung, 32-Bit Farbtiefe und dann fahren wir mal eine Runde. Wir nehmen die gleiche Strecke, wählen uns nochmal das gleiche Auto und dann wollen wir mal. Was soll man dazu noch sagen? Wir haben wieder deutlich mehr Bilder pro Sekunde als mit unserer kleinen GeForce 3. Selbst wenn wir da jetzt fürs große Original 10% draufrechnen und pauschal weitere 10% für das TI 500 Modell ansetzen, es ist schon bemerkenswert, was sich binnen eines Jahres bzw. eines halben getan hat. Und für alle, die heute zum ersten Mal einschalten oder so etwas überhaupt zum ersten Mal sehen, ja, damals waren solche Leistungssprünge die Regel. Ich glaube, ich nutze diese Rundfahrt mal, um kurz darauf zurückzukommen, warum ich bei einem AMD-System nicht erstmal mit dem ersten K7 anfange. Machen wir es kurz und schmerzlos. Der erste K7 war zwar historisch wichtig, aber definitiv nicht der Überprozessor, zu dem er rückblickend gerne verklärt wird. Ja, ich weiß, die CPU war im Sommer 99 ein Meilenstein, hat den Pentium 3 Katmai nach allen Regeln der Kunst zerlegt und war die Unabhängigkeitserklärung an Intel, gar keine Frage.
Aber der Mythos, der sich heute darum rankt, blendet gerne aus, wie schnell sich das Blatt wieder wendete. Denn dieser kurze Höhenflug endete abrupt, nachdem Intel im Herbst 99 den Coppermine ins Rennen schickte. Von da an war es wieder ein recht ausgeglichenes Duell, das meist zugunsten von Intel ausging. Das soll an dieser Stelle kein AMD-Bashing sein, aber ich halte mich lieber an Tatsachen, statt die Vergangenheit zu romantisieren. Denn AMD hatte zu der Zeit zwei Probleme, die Intel in die Karten spielten. Zum einen bekam AMD keine schnellen SRAM-Chips für den Athlon ran. Deshalb lief der Level 2 Cache anfangs mit halbem Takt und bei zunehmender Frequenz sogar mit krummen Teilern wie 1:3 oder 2:5, worunter die Taktskalierung gegenüber dem Pentium 3 spürbar litt. Zum anderen kämpfte die erste K7-Generation mit motorisch zickigen Mainboards, während Intel-Systeme insgesamt etwas stabiler liefen. Das Ganze änderte sich ab Mitte 2000 mit dem Thunderbird, als AMD den K7 auf den Sockel A portiert hat und den externen Cache durch einen vollgetakteten Under-Level 2 Cache ersetzte. Damit wurde der größte Bremsklotz beseitigt und AMD machte Intel wieder richtig Druck. Mit steigenden Taktraten und einem verbreiterten Systembus geriet der einst unangefochtene Branchenprimus in Bedrängnis. Der Coppermine war nämlich architektonisch am Ende und der erste Pentium 4 alias Willamette war ein Desaster. Ein Kontrast, den ich in den Folgen 4.0 und 4.1 deutlich spannender fand, als einen makellosen Thunderbird, der alles wegbügelt. Erst als Intel die 2 GHz-Marke anpeilte und sich wieder gegen den erstarkten Athlon behaupten konnte, legte AMD wenig später mit genau dem nach, was wir uns heute anschauen: der dritten Generation des K7 alias Athlon XP. Vielleicht versteht man jetzt etwas besser, warum ich die ersten beiden Generationen links liegen lasse. Warum es mich aber ausgerechnet zum Anfang des Jahres 2002 verschlagen hat, dazu kommen wir nachher. Und dann bringen wir die Runde mal zu Ende. Die Performance ist jedenfalls einwandfrei und dann geht's wieder zurück auf den Desktop. Dann wird es an dieser Stelle mal wieder Zeit für ein bisschen Abwechslung und wir gucken uns ein paar Titel an, die ich in der Vergangenheit zwar schon mal angesprochen, hier aber noch nie angespielt habe. Wir schauen vorab in die Systemeinstellungen. Die Auflösung beträgt 1280 x 1024 und dann starten wir mal. Hitman 2 Silent Assassin kam im Oktober 2002 raus und ich hatte damals nur die Demo, war aber trotzdem irgendwie ganz glücklich damit. Eigentlich völlig absurd, wenn ich heute darüber nachdenke. Wir blicken noch geschwind in die Grafikoptionen. Hier ist alles auf Anschlag und in den erweiterten Einstellungen ebenfalls. Und dann starten wir mal mit einem Level, welches ich vor über 20 Jahren hoch und runter gespielt habe. 47, this is Diana from agency. We're all happy you're back doing business for us. This mutual arrangement we made to rescue your friend and mentor, Father Vittorio. Da werden Erinnerungen wach. Idealerweise erledigt man hier die Aufträge möglichst präzise und unbemerkt, indem man sich wie ein Chamäleon durch die Spielwelt schmuggelt. Eine offene Konfrontation geht natürlich auch, versaut einem aber die Bewertung am Ende der Mission. Ich versuch's mal auf die weniger dramatische Tour. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schauen wir mal, ob da jetzt noch ein paar Bodyguards nachkommen oder ob ich meine Ruhe habe. Ja, sieht gut aus. Das Verkleiden ist übrigens ein wesentliches Spielelement und jetzt bin ich der Lieferandomann, der denen das Essen bringt. Klopf, klopf. Non è vero!
Die Verdachtsanzeige schlägt zwar aus, aber solange der Typ keinen Alarm schlägt, einfach weitergehen. Okay, das Ding beruhigt sich gerade gar nicht. Läuft er mir hinterher? Ne, interessiert sich gar nicht für mich. Na dann kann ich auch wilde Sau spielen. Im Moment haben wir um die 35 Frames und das ist bei diesem Preset völlig in Ordnung. Zwar waren die Systemanforderungen im Allgemeinen sehr moderat, doch bei höheren Einstellungen musste die Hardware schon ein bisschen was können. Wenn man sich das heute so anschaut, dann wirkt die Spielwelt ein bisschen steril, die Animation ein wenig hölzern und die Gegner immer einen Hauch zu nervös. Trotzdem war das damals ein grandioses Spiel und taugt auch heute noch für zwischendurch. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Das macht mir gerade mehr Spaß, als ich zugeben will. Doch bevor ich hier völlig versande, beenden wir das mal wieder. Dann kommen wir zu einem weiteren Titel, den ich seinerzeit ebenfalls nur als Demo hatte. No One Lives Forever 2. Wurde im August 2002 veröffentlicht und kassierte ebenfalls reihenweise Bestwertungen. Meine Güte, 20 Studio-Intros, bevor wir überhaupt im Spielmenü sind. Aber das war damals so. Wir schauen wie immer in die Optionen. 1024er Auflösung, nachdem 1280 x 1024 warum auch immer nicht verfügbar sind. Die Special-Effekte sowie alle anderen Einstellungen sind aktiviert bzw. auf Anschlag und dann legen wir einfach mal los. Hattori-san is waiting for you somewhere in the village. Look for messages from him. Die Spielwelt wirkt einen Hauch atmosphärischer und das Spielprinzip ist ein bisschen offensiver. Wer also keine Lust auf Schleichen hat, kann hier auch in bester Rambo-Manier durchmarschieren. Dann kann ich euch vielleicht noch kurz erzählen, warum ich mich speziell für den Anfang des Jahres 2002 entschieden habe. Long story short, in dem von uns betrachteten Zeitraum wurde die letzte große Schlacht geschlagen, bevor der Markt komplett auf links gedreht wurde. Wir erinnern uns, dass AMD kurz vor der Jahrtausendwende zu einem ernsthaften Konkurrenten heranwuchs, der Intel zunehmend das Wasser abgrub. Und fortan lieferten sich die beiden Giganten einen gnadenlosen Schlagabtausch. Parallel dazu kündigte sich auf dem Grafikkartenmarkt ein mittelschweres Erdbeben an. Der einstige 3D-Pionier und Marktführer 3DFX stolperte über seine eigenen Fehlentscheidungen und steuerte unweigerlich auf seinen Niedergang zu. Neben ATI und Nvidia tummelten sich zwar noch ein paar andere Hersteller, konnten gegen die beiden Riesen jedoch kaum etwas ausrichten. Was folgte, war ein nie enden wollendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AMD und Intel sowie ATI und Nvidia. Und es ging um nichts Geringeres, als wer denn nun den längsten hat. Nach gut 2 Jahren dieses Hauens und Stechens ging AMD mit dem Athlon XP also erneut in Führung und fuhr Intel damit zum 3. Mal in die Parade. Der Grafikkartenmarkt hatte sich derweil beruhigt und Nvidia ging als dominanter Emporkömmling hervor, auch wenn ATI im Jahr 2001 mit der Radeon 8500 einen Treffer landete. Die Kalifornier lieferten also mit der GeForce 4 Ti die mit Abstand schnellste GPU, die es bis dato gab, und bis hierhin schien die Welt in Ordnung. Doch genau hier beginnt auch der Wendepunkt, der den Zeitraum so interessant macht.
Denn das, was danach kam, war keine erneute Rallye, sondern eine Zäsur. Mitte 2002 drehte Intel mit dem Northwood richtig auf und ATI setzte sich mit der Radeon 9700 Pro ein Denkmal. Der Rest ist Geschichte. Plötzlich wurden die Machtverhältnisse für 1,5 Jahre eingefroren und in der Zeit hatten weder AMD noch Nvidia irgendwas zu lachen. Beide waren vielmehr damit beschäftigt, nicht den Anschluss zu verlieren. Zwar wurde im Jahr 2004 der Kampf um die Krone neu entfacht, doch das ist ein Thema für ein anderes Video. Und so konserviert das heutige System genau diesen Moment kurz vor dem Umbruch. Und vor lauter Gequatsche habe ich unsere Protagonistin jetzt ins Jenseits befördert. Die Frameraten bewegten sich jedenfalls lockerflockig im spielbaren Bereich und dann geht es wieder zurück auf den Desktop. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf einen Top-Titel des Jahres 2002, den ich bis dato noch nie gespielt habe. Unreal Tournament 2003. Der Titel kam im Oktober 2002 auf den Markt und landete nur wenige Monate später, im Februar 2003, in Good Old Germany auf dem Index. Wir gucken mal wieder in die Einstellungen. 1280 x 1024 und ausnahmslos alles auf Maximum, was geht. Und dann begebe ich mich mal in ein Trainingslevel, dass das hier keine allzu peinliche Darbietung wird. So, dann schauen wir mal. Ja, okay, das ist vielleicht gerade doch ein bisschen zu anspruchslos. Das Spiel war damals nicht nur ein heiß erwarteter Kandidat und ein grafisches Feuerwerk, sondern dürfte mit einer der letzten kuriosen Fälle in Sachen Kinder- und Jugendschutz gewesen sein. Denn nur 2 Monate nachdem das Spiel auf dem Index landete, gab es eine Gesetzesreform, wodurch die nachträgliche Indexierung fortan ausgeschlossen wurde. Das heißt, sobald die USK ihre Altersfreigabe erteilt hat, hatte die Bundesprüfstelle nichts mehr zu melden. Deren Einfluss beschränkt sich seither auf reine Importversionen und auf Spiele, bei denen die USK die Freigabe verweigert hat. Bevor wir uns im juristischen Glasperlenspiel verlieren, schauen wir lieber noch auf den Frame-Counter und der zeigt uns je nach Szene 30 bis 70 Frames, was Tat und Schuld angemessen ist. Dann höre ich mal auf zu reden und hole mir noch schnell den Sieg. Ja, das war ja gar nicht mal so blamabel und dann kommen wir langsam zum Ende. Nachdem wir uns in den chronologisch vorangegangenen Folgen 2 Perlen von Davilex reingezogen haben, lasse ich die heutige Folge ebenfalls mit einem kleinen Sahnestück ausklingen. Doch das ist dermaßen schlecht, dass es mich nicht wundert, dass der Entwickler nach nicht einmal 2 Jahren wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Der Schrott hört auf den Namen Berlin Taxi, auch bekannt als Taxi Challenge Berlin, und ja, ich habe das damals völlig unironisch gespielt. Damit verabschiede ich mich und lasse das einfach mal unkommentiert laufen. Ich für meinen Teil hatte große Freude an diesem System und es hat mir heute wieder richtig getaugt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Torstraße. Wenn du so weitermachst, sind wir bald pleite. Jo, let's go.